Hallo meine Lieben, ich bin die Stine und ich begrüße euch heute wieder mal in meiner kreativen Welt. Heute gibt es ein kleines Mini-How-To und zwar habt ihr ja gesehen, in den letzten Tagen ist für Zoom Notes, die neue Note-Taking-App, ein Update rausgekommen, wo wir das einschalten können, dass die Seiten umblättern. Und das Ganze funktioniert natürlich super mit den Dutch Stores. Ich zeige euch das mal eben hier. Wie ihr seht, die blättern wunderbar um. Allerdings gibt es da ein paar kleine Besonderheiten, die zu beachten sind. Das haben viele von euch schon gemerkt. Bei einigen hat es schon funktioniert, bei anderen weniger. Und es gab halt viele Anfragen, hey, kannst du uns nicht mal kurz zeigen, wie man das einrichtet, damit diese Dutch Stores tatsächlich nur die Dutch Stores umblättern. Wie hier zu sehen ist, blättert die Dutch Store einzeln unten um. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, das ist das zweite Problem, was viele haben, ich kann hier unten drauf schreiben und ich kann auch hier oben drauf schreiben. Und das, was auf der Dutch Store geschrieben ist, bleibt auf der Dutch Store und alles, was hier oben in dem Fenster geschrieben ist, das bleibt auch in dem Fenster auf der entsprechenden Seite, dass man durch diesen Link hindurch schreibt. Könnt ihr kurz gucken. Ihr seht, unten ist nicht das, was ich auf die Dutch Store geschrieben habe, zu sehen, sondern es ist tatsächlich nur das obere. Und wenn ich jetzt wieder zurückblätter, seht ihr, dass das Geschriebene unten auf der Dutch Store bleibt. Da haben viele Schwierigkeiten mit. Und auch das will ich euch dann gleich zeigen. Da gibt es einen kleinen, simplen Trick und da werde ich mit euch jetzt mal eine komplette Dutch Store einrichten. Ich habe mir hier einen Planer vorbereitet, der ist komplett leer. Den habe ich mir gerade reingeladen. Im Moment ist es noch so, dass die Planer tatsächlich mittig liegen müssen im Dokument. Ihr seht ja hier das Dokument an sich von der Größe her und diese müssen dann entsprechend mittig auf diesem Dokument liegen. Zoom-Notes, da gibt es demnächst ein neues Update und da habt ihr dann die Möglichkeit einzustellen, wo sich die Mitte eures Planers befindet. Und das finde ich ganz gut. Deswegen werde ich auch alle Planer, die bei mir im Shop sind, nicht mehr weiter bearbeiten. Ich habe es jetzt die letzten 3 Tage gemacht. Ich habe wirklich alle mittig gesetzt und wollte sie gestern hochladen und habe dann gesehen, dass Zoom-Notes das Update rausbringen wird. Und somit werde ich meine Planer, die vorhanden sind im Shop, auch nicht weiter ändern. Was wir jetzt machen ist, wir laden uns als allererstes mal eine Dutch Store rein, damit ihr seht, wie das aussieht. Die nehme ich nachher auch nochmal wieder raus. Ich habe hier meinen Zoom Notes Ordner und da ist dieses Dutch Store Bundle, was ja im Shop bei mir erhältlich ist, auch drin. Und ich nutze jetzt einfach mal welche nehmen wir denn da? Ja, wahrscheinlich am besten die ihr schon kennt von mir. Da haben wir die hier. So, die passt auch ganz genau hier rein. Das hatte ich mal so zurechtgeschnitten. Allerdings ist das Problem, dass der Rand vom Freistellen nicht zugeschnitten ist. Das werde ich jetzt noch machen. Dafür gehe ich einfach wieder in das Auswahlwerkzeug und dann habt ihr hier den Punkt bearbeiten und ihr könnt hier oben die verschiedenen Sachen wählen, wie zum Beispiel die Größe ändern, die Deckkraft ändern und so weiter. Ich werde jetzt einfach mal hier nur den Sticker beschneiden. Gehe dann auf Fertig. Ihr seht, ich habe das alles noch auf Englisch eingestellt. Das hat aber den Hintergrund, dass ich in der letzten Zeit viele englische Anfragen hatte und dort eben nachgucken wollte, wo finde ich welche Informationen. Und auch dieses Video bekommt nachher noch englische Untertitel, sodass das auch jeder mal einmal sehen kann. So, dann justiere ich mir die Seite hier wieder so hin, wie ich sie brauche. Und damit haben wir unsere erste Dutch Store. Allerdings werde ich jetzt diese hier noch einmal ausschneiden. Die brauchen wir nachher später. Dann gehen wir auf Cut, also ausschneiden und dass wir erstmal eine leere Seite haben. Ihr habt hier die Ebenen und ich lege mir jetzt eine komplett neue Ebene darüber an, damit ich nicht auf der Planerebene arbeite. Und die Planerebene, die sperre ich mir hier schon mal. Als nächstes wollen wir den äußeren Rand beschneiden, sodass wirklich nur die Seite umblättert und nicht der ganze Planer. Das habe ich im Moment noch.
Es blättert wirklich das ganze Dokument und das ist ja nicht das, was wir wollen. Als erstes stelle ich mir ein, dass ich die Seite rauszoomen kann. Dafür gehe ich auf den Punkt Rotate and Zoom, also drehen und zoomen. Und dann gehe ich in das Bearbeiten-Werkzeug und hier oben findet ihr den Punkt Restrict Zoom Out to Page. Das ist, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, also dass das auf die Seite beschränkt ist, dass man nicht rauszoomen kann. Den schalte ich jetzt aus und dann kann ich meine Dartstore, meinen Planer so rauszoomen, dass ich ein bisschen um den Planer drumherum gleich arbeiten kann. Als nächstes nutze ich das Formen-Tool. Das nennt sich im Englischen Polygon und ich werde jetzt hier auch tatsächlich nur mit den Formen, die vorgegeben sind, arbeiten. Ich nehme die Füllung raus und ich nehme auch die Kante raus, dass wir nicht zu sehen haben und setze mir jetzt hier außerhalb und innerhalb dieses Dokuments ein Rechteck und ziehe mir das so weit hin, bis in die Mitte ungefähr, was nachher nicht mehr zu sehen sein soll. Dann gehe ich hier wieder auf das Formen-Tool und klicke an Link, gehe hier auf den Punkt Page, also Seite, lasse hier die Seite frei, da steht dann nicht verlinkt und nutze das Ganze als Fenster, S-Window, und klappe das wieder zu. Das war's schon. Wenn ihr jetzt guckt, ich mache mal mein Auswahlwerkzeug wieder an, wenn ich jetzt blätter, ist das obere schon wieder weg. Das haben wir jetzt beschnitten und das machen wir jetzt mit allen Seiten. Und zwar werde ich hier jetzt das nehmen, was wir schon haben, und das werde ich mir noch 3 weitere Male kopieren. Das heißt, ich sage hier kopieren, gehe dann auf Einfügen. Na, hast du es jetzt eingefügt? Und wenn ja, wo? Machen wir das nochmal. Ziehe ich mir mal runter, mal gucken, ob er oben gleich noch das hat. Und so weit wie möglich an die Seite halt ran, damit das schön ausgeschnitten ist. Genau, er hat es noch. Ich glaube, dann hat er das andere auch dahin gesetzt. Dann das Ganze hier auf die rechte Seite, auf die linke Seite schieben. Und dann fügen wir uns das noch ein 4. Mal ein, dass wir das dann auch hier unten haben. Jetzt haben wir alle 4 Seiten gemacht. Jetzt sieht das Ganze natürlich schon entsprechend gut aus. Wenn wir jetzt umblättern, haben wir unten und oben nichts mehr. Klar, auf der nächsten Seite ist es noch nicht. Das zeige ich euch gleich. Dann werden wir jetzt gucken, dass wir komplett alles oben wegschneiden, dass sich die so ein bisschen überlappen, die Rechtecke. Und dann werde ich mir jetzt noch ein weiteres Rechteck anlegen. Ich gehe wieder auf mein Form-Tool. Und das Ganze mache ich hier an der Seite auch. Gehe so weit rüber, wie es blättern soll. Hier gehe ich natürlich einen ganz kleinen Ticken über den Rand rüber, weil darunter ja die anderen Seiten liegen. Und die sollen ja nicht mitgeblättert werden. Das Ganze kopiere ich mir wieder. Copy. Und sage einfügen. Und schiebe mir das Ganze dann auch auf die linke Seite rüber und ziehe es wieder dahin, wo es nicht gesehen werden soll. Jetzt müssen wir das Ganze noch wieder verlinken. Gehen wieder auf Link, auf Seite und hier unten wieder auf Fenster. Und das Ganze auch für die Seite. Haben wir gerade vergessen. Das könnt ihr natürlich auch schon vorm Kopieren machen. Und damit haben wir die Seite komplett beschnitten, dass wirklich nur die Seite auch geblättert wird. Was wir jetzt machen ist, wir nutzen nochmal das Form-Tool. Achte darauf, dass nichts ausgewählt ist. Geht hier oben auf den Punkt
Copy Properties to Pages. Ich weiß nicht, ob das übersetzt wurde bei Zoom Notes. Von daher kopiere die Einstellungen der Seite. Und dann nehmen wir jetzt den Punkt aktuelle Ebene, also Current Layer. Und hier unten wählen wir dann aus nicht Selected. Da könnt ihr dann sagen, okay, es soll nur auf einigen Seiten sein. Und wir wählen aus alle Seiten. Und dann gehen wir hier oben auf Copy. Jetzt hat er auf jeder Seite diese Rechtecke gemacht, sodass wirklich nur noch die Seiten blättern. So schnell kann es gehen. Und jetzt richten wir noch die Dutch Store ein. Wir gehen hin, machen uns eine neue Ebene und wo die Rechtecke drauf sind, die sperren wir uns, damit wir hier nichts mehr verschieben können. Ganz wichtig. Jetzt holen wir uns die Dutch Store wieder. Ich bin mal so frei und nehme mal hier eine andere, damit ihr das ein bisschen besser seht. Die mache ich mir jetzt natürlich schön groß. Erstmal beschneiden. Ihr könnt natürlich auch, ohne dass ihr das hier oben anklickt, einfach mit dem Finger gedrückt halten und geht dann hier auf Schneiden. Beschneiden, schneiden, was auch immer, was da steht bei euch. Bei mir steht Crop. Und gehe dann auf Fertig. Jetzt haben wir uns die so weit beschnitten, dass wir die hier oben schön drüber legen können. Ziehen uns die so weit, dass wir sagen, okay, sie hat die richtige Größe jetzt. Und schieben die so weit wie es geht in die Mitte rein. So. Dann gehen wir da mal raus. Jetzt kann ich das euch... Oh, da unten ist sie noch nicht ganz an den Rand dran. Jetzt sieht es besser aus. Und wenn wir jetzt blättern, ist es leider so, dass immer noch die gesamte Seite blättert. Da wir die dahinterliegende Seite dann nachher auch nutzen wollen, gehen wir wieder auf das Form-Tool, achten darauf, dass wir keine Füllung und keinen Rand haben und ziehen uns jetzt hier ein Rechteck rüber. Doch, das kann ruhig ein bisschen kleiner sein hier. Viele haben das ja früher so gemacht, dass sie komplett die Seite verlinkt haben. Habe ich auch. Und dann dabei festgestellt, dass es jetzt so ist, dass ich durch meine Dutch dort durchschreibe. In dem Fall werden wir tatsächlich nur den Teil verlinken, den wir auch beschneiden wollen. Sprich, nur die Blumen. Ihr könnt natürlich noch weiter rüber gehen oder weiter rein. Ich mache es in dem Fall so, dass wir hier tatsächlich nur so weit gehen, wie die Blumen beschnitten werden sollen. Dann gehe ich wieder auf das Formentool, sage Link, gehe auf Seite. Wir sind jetzt auf Seite 66 und wir wollen jetzt hier tatsächlich eine Seite einfügen. Dann gehe ich hier oben auf Nummer, sage Seite 67, drücke auf Enter und habe jetzt hier natürlich meine Seite. Dann wieder als Fenster. Jetzt sieht es natürlich noch nicht so schön aus, das zeige ich euch gleich, machen wir weg. Und was auch noch wichtig ist, ist zu wissen, wenn ihr das hier nutzt, macht er automatisch das, was ihr vorher immer händisch machen musste. Dass der Link immer automatisch abgedatet wird, dass du direkt auf die Seite schreiben kannst und dass das Fenster angeklickt ist. Das braucht man jetzt nicht mehr extra einstellen. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen nochmal das Formen-Tool. Es ist das Rechteck noch ausgewählt und wir gehen dann auf den Punkt nach hinten setzen, Move to Back. Und schon ist eure Seite wunderbar beschnitten. Und wenn wir jetzt blättern, ist die Seite tatsächlich auch nur noch die Dutch Store. Wir nehmen jetzt die Seite, kopieren uns die, gehen auf die nächste Seite. Hier sage ich dann Einfügen an Ort und Stelle. Und dann
haben wir die Möglichkeit, wenn wir das auswählen, so, wo haben wir es? Da. Drehen in horizontaler Ebene, vertikaler Ebene und um den Mittelpunkt herum. Und schwuppdiwupps haben wir die Seite auf der anderen, so dass sie gegengleich liegt. Was hier wichtig ist, ich habe das gerade einen Fehler gemacht. Das nehmen wir nochmal raus. Wir brauchen eine neue Ebene. Die untere Ebene sperren wir. Ihr habt gerade gesehen, dass das immer reagiert hat hier. Und jetzt sagen wir nochmal einfügen an Ort und Stelle. Und dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Ich hole mir hier das das Rechteck mit dem Link. Sage auch wieder Copy. Gehe auf die nächste Seite und sage einfügen. Dann schiebe ich mir das hier wieder rüber, so weit wie ich es brauche. Ich lasse es oben und unten einen kleinen Tick überlappen. Und auch links und rechts. Und wenn wir jetzt drehen, seht ihr, die Seite ist zwar schon einzeln, aber wir müssen das noch nach hinten senden, dass das hinter der Dutch Door liegt. Move to Back. Und schon haben wir eine wunderbar funktionierende Dutch Door. So, wenn wir jetzt das Rechteck nach hinten gesetzt haben, muss es natürlich auch noch entsprechend verlinkt werden. Das seht ihr ja hier. Und zwar ist hier jetzt noch die Seite 67 drin, mit der wir ja eigentlich verlinkt haben. Und wir ändern das dann einfach auf die 66, sodass ihr auf die vorherige Seite gucken könnt. Geht dann wieder auf OK. Und dann habt ihr hier die Verlinkung drin. Und könnt dann wunderbar blättern. Wichtig ist halt, wenn ihr sowas kopiert, achtet darauf, dass ihr immer den Link zur richtigen Seite habt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf der rechten Seite eine Dutch Door noch einrichten wollt, weil ihr vielleicht mehrere haben wollt, kann ich euch das noch kurz zeigen. Und zwar nehme ich einmal meine Dutch Door hier, sage kopieren, dann einfügen an Ort und Stelle und einmal zurückdrehen um die Mitte herum, sodass wir sie wieder auf der anderen Seite haben. Und jetzt ist wichtig, dass ihr nicht den Link hier kopiert, sondern den nächsten und den Link, wenn ihr den habt, der ist ja noch auf die nächste Seite, müsst ihr dann entsprechend auf die übernächste Seite verlinken, sprich auf die Seite 68. Weil das ist dann nach der Dutch Door die letzte Seite. Und dann gehen wir hierher und nehmen uns den Link und sagen kopieren. Dann einen weitergehen und da wollen wir den einfügen im gleichen Bereich. Das heißt wieder einfügen an Ort und Stelle und natürlich auch wieder nach hinten senden. So. Und das gleiche können wir jetzt auch mit dem hier machen. Da gehe ich wieder auf Kopieren, gehe auf die nächste Seite, sage wieder einfügen an Ort und Stelle, gehe noch ein weiter, zurück, sag die Dutch Door nehmen wir noch mit, sag kopieren, gehen auf die nächste Seite, einfügen an Ort und Stelle. Ach, Quatsch. Da bin ich verrutscht und schon habt ihr die nächste Dutch Door Seite. Und wenn wir jetzt zurückgehen, wird auch wieder nur die Dutch Door mitgenommen. Wichtig ist immer zu wissen,
wenn ihr mehrere einfügen wollt, immer die allerletzte Seite und die allererste Seite der, vor und hinter der Dutch Store. Das ist ganz wichtig, weil sonst sieht das nachher verschwommen aus. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren, wenn wir hier den Link ändern auf die davor liegende Seite. Link ist jetzt auf die 66 und wenn ich jetzt die davor nehme, die dahinterliegende, die 67, die ja, na, okay. Und dann gehen wir hier mal raus, gehen auf die Seite davor. Und wenn ich jetzt hier reinschreibe, sieht es auf der nächsten Seite, eins zu weit. Erstens sieht man es nicht und wenn man es irgendwann sieht, dann sieht es verschwommen aus. Das ist ganz furchtbar. Ihr seht es jetzt. Jetzt ist es zu sehen auf der vorherigen Seite, wenn wir das verlinkt haben, dann verschwimmt das. Und, weil er immer wieder durch noch ein Fenster und durch noch ein Fenster und durch noch ein Fenster gucken müsste. Von daher ist es wichtig, dass dieser Link hier gesetzt wird auf die Seite mit der allerersten Dutch Store, die hier, die 66, sprich da, wo die Dutch Store anfängt. Die Seite wollen wir gehen. Den klicken wir wieder an, sagen OK und schon seht ihr, ist es auch nicht mehr verschwommen. Wenn man das im Analogen hat, wisst ihr auch, ihr habt die erste Seite, dann schneidet ihr alle weiteren Seiten ab und an der letzten Seite lasst ihr sie wieder ganz. Und das ist das, was man ja auch letztendlich sieht, die erste und die letzte Seite. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlicher für einige von euch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr gefällt mir drückt, wenn ihr mir zeigt, was aus euren Dutch Stores geworden ist. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß beim Nachmachen und viel Spaß und viel Freude mit den Dutch Stores, die jetzt wirklich wie im echten Leben funktionieren. Ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.